Kapitel 1 – Albertine und der Alltag in Christiania. Albertine ist eine junge Frau, die in Christiania lebt, was wir heute Oslo nennen. Sie wohnt mit ihrer Mutter und Schwester zusammen. Ihr Alltag ist von Armut und Mühe geprägt. Albertine hat nicht viel Geld, aber sie arbeitet hart, um der Familie zu helfen. Sie näht Kleidung und putzt für andere. Das bringt ihr ein paar Kronen, mit denen sie Essen kaufen können. Jeder Tag ist ein Kampf, um über die Runden zu kommen. Albertine träumt von einem besseren Leben, aber sie weiß nicht, wie sie es erreichen kann. Sie hat nicht viele Möglichkeiten in Christiania. Albertine sieht, wie die Gesellschaft die Reichen und die Armen unterschiedlich behandelt. Sie hat das Gefühl, dass die Armen nicht gerecht behandelt werden. Das macht sie traurig und verzweifelt. Eines Tages trifft Albertine einen Polizisten namens Wagle. Er sagt, dass er ihr helfen will, aber Albertine ist sich unsicher, was er wirklich will. Sie fühlt sich unsicher und verwirrt. Dieses Treffen wird ihr Leben verändern. Albertine muss bald wählen, ob sie ihren eigenen Träumen folgt oder das tut, was die Gesellschaft von ihr erwartet. Kapitel 2 – Albertine und der Polizist Wagle. Nach dem Treffen mit dem Polizisten Wagle fühlt sich Albertine unsicher. Er sagt, dass er ihr helfen will, aber sie weiß nicht, ob sie ihm trauen kann. Sie findet, dass er sich seltsam verhält. Wagle lädt Albertine zum Abendessen ein. Eine solche Einladung hat sie noch nie erhalten. Sie fühlt sich ein bisschen wichtig, ist aber auch verwirrt, warum ein Polizist sie treffen will. Albertine beschließt, ihn zu treffen. Sie hofft, dass er ihr helfen kann, eine bessere Arbeit oder ein sichereres Leben zu finden. Aber sie hat auch ein bisschen Angst. Als sie sich treffen, wirkt Wagle freundlich, aber Albertine fühlt etwas Merkwürdiges an der Art, wie er sie ansieht. Er spricht darüber, wie sie ein einfacheres Leben haben könnte, wenn sie nur täte, was er sagt. Wagle deutet an, dass Albertine auf eine andere Weise Geld verdienen könnte. Er sagt, es sei einfach, aber Albertine versteht nicht ganz, was er meint. Sie beginnt, sich unwohl zu fühlen. Sie erkennt, dass er ihr möglicherweise nicht auf eine ehrliche Weise helfen will. Nach dem Treffen fühlt sich Albertine unsicher und besorgt. Sie versteht, dass Wagle keine guten Absichten hat. Albertine erkennt, dass sie einen anderen Weg finden muss, um zu überleben. Sie will ihre Träume nicht aufgeben, aber sie weiß, dass der Weg schwer wird. Kapitel 3 – Albertines Kampf, Arbeit zu finden. Nach dem Treffen mit Wagle beschließt Albertine, sich alleine durchzuschlagen. Sie möchte ehrliche Arbeit finden, die ihr und ihrer Familie ein besseres Leben ermöglicht. Doch sie merkt schnell, dass es schwierig ist. Albertine geht von Geschäft zu Geschäft und fragt nach Arbeit. Sie bietet an, zu putzen, zu nähen oder in der Küche zu helfen. Doch an den meisten Orten sagen sie, dass sie keine freien Stellen haben. Obwohl sie sich müde fühlt, gibt sie nicht auf. Jeden Tag steht sie früh auf und geht hinaus, um nach Arbeit zu suchen. Sie hofft, dass harte Arbeit ihr eine Chance geben wird.
Eines Tages bekommt sie eine kleine Arbeit in einer Fabrik. Die Arbeit ist schwer und schlecht bezahlt, aber sie ist dankbar, ein paar Kronen zu verdienen. In der Fabrik trifft Albertine andere Frauen, die ebenfalls hart für wenig Lohn arbeiten. Sie erzählen von ihren eigenen Kämpfen und Herausforderungen. Albertine fühlt sich weniger allein. Aber sie sieht auch, wie anstrengend das Leben als Fabrikarbeiterin ist. Sie denkt darüber nach, wie sie sich eine bessere Zukunft schaffen könnte. Albertine beschließt, weiter zu kämpfen, auch wenn das Leben hart ist. Sie weiß, dass sie stark sein muss, wenn sie ein besseres Leben erreichen will. Obwohl sie wenig Geld und keine Sicherheit hat, hat Albertine immer noch Hoffnung. Sie glaubt, dass sie es ohne die Hilfe von Leuten wie Bagle schaffen kann. Kapitel 4 – Der Druck der Gesellschaft. Albertine merkt, dass es schwer ist, eine junge Frau in Christiania zu sein. Die Gesellschaft hat strenge Regeln, und die Leute verurteilen oft diejenigen, die nicht hineinpassen. Wenn sie durch die Straßen geht, sieht sie, wie die Reichen ein komfortables Leben führen. Sie haben schöne Kleidung und feine Häuser. Viele der Frauen, die sie kennt, führen ein hartes Leben. Sie kämpfen darum, Geld zu verdienen und respektiert zu werden. Albertine sieht, dass sie im Kampf nicht allein ist, aber das gibt ihr wenig Trost. Die Leute sprechen oft hinter ihrem Rücken und schauen auf sie herab. Sie denken, dass Frauen wie sie, die kein Geld oder hohen Status haben, nicht viel wert sind. Sie denkt darüber nach, wie die Dinge anders sein könnten. Sie wünscht sich eine Gesellschaft, in der alle mit Respekt behandelt werden, unabhängig von ihrer Herkunft. Aber sie weiß, dass solche Träume schwer zu verwirklichen sind. Eines Tages hört Albertine von einer Organisation, die armen Frauen hilft. Sie überlegt, ob sie dort Unterstützung suchen soll, ist sich aber unsicher, ob sie es wagen soll. Sie möchte stark sein und allein zurechtkommen. Albertine beschließt, sich gegen den Druck der Gesellschaft zu stellen und sich nicht unterkriegen zu lassen. Sie will weiter für ein besseres Leben kämpfen, egal, was die Leute denken. Kapitel 5 – Eine schwierige Entscheidung. Albertine beginnt, müde zu werden vom ständigen Alleinkämpfen. Der Alltag ist hart, und oft fühlt sie sich ohne Unterstützung. Sie denkt darüber nach, was sie tun kann, um ein besseres Leben zu führen. Eines Abends trifft sie einige Frauen, die auf eine Weise leben, die ihnen mehr Geld einbringt. Sie erzählen, dass sie diesen Weg gewählt haben, um zu überleben, weil sie keine anderen Möglichkeiten haben. Albertine wird unsicher. Sie sieht, dass diese Frauen Geld haben und ein einfacheres Leben führen, aber sie weiß auch, dass die Gesellschaft sie für ihre Entscheidungen verurteilt. Sie fühlt sich gedrängt, zwischen ihrer eigenen Moral und dem Bedürfnis nach Sicherheit zu wählen. Sie weiß, dass sie Geld braucht, um der Familie zu helfen, aber sie hat Angst vor den Konsequenzen. Albertine denkt viel darüber nach, was sie tun soll. Sie spürt die Angst, herabgesehen zu werden, aber gleichzeitig möchte sie für sich selbst sorgen. Sie geht durch die Straßen von Christiania und sieht all die Menschen um sich herum. Einige leben im Reichtum, während andere wie sie kämpfen.
Sie fühlt sich gefangen zwischen diesen beiden Welten. Albertine beschließt, eine andere Lösung zu suchen. Sie will sich nicht aufgeben, aber sie weiß, dass sie stark sein muss, um es zu schaffen. Auch wenn die Entscheidungen unmöglich erscheinen, verspricht sich Albertine, für das einzustehen, woran sie glaubt. Sie will weiter für eine Zukunft mit Würde und Respekt kämpfen. Kapitel 6 – Das Treffen mit der Organisation. Albertine beschließt, die Organisation aufzusuchen, von der sie gehört hat. Sie hofft, dass sie ihr Rat oder Arbeitsmöglichkeiten geben können. Als sie zur Organisation kommt, wird sie von einer älteren Frau freundlich angelächelt. Die Frau fragt Albertine, wobei sie Hilfe braucht, und Albertine versucht, ihre Situation zu erklären. Sie erzählt von den schwierigen Bedingungen, unter denen sie lebt, und davon, wie schwer es ist, Arbeit zu finden. Die Frau hört aufmerksam zu und scheint zu verstehen. Sie sagt Albertine, dass viele Frauen in der gleichen Lage sind. Sie erzählt, wie die Organisation daran arbeitet, Frauen zu helfen, bessere Chancen zu finden. Albertine fühlt sich erleichtert. Zum ersten Mal fühlt sie, dass sie gesehen wird und jemand die Herausforderungen versteht, vor denen sie steht. Die Frau gibt ihr Informationen über mögliche Arbeitsstellen, warnt aber davor, dass es immer noch hart sein wird. Albertine dankt ihr und verspricht sich selbst, diese Chance gut zu nutzen. Sie hat die leise Hoffnung, dass dies der Beginn eines besseren Lebens sein könnte. Mit neuem Mut verlässt sie die Organisation, fest entschlossen, alles zu versuchen, um es zu schaffen. Obwohl sie weiß, dass es nicht leicht sein wird, fühlt sie sich stärker als zuvor. Kapitel 7 – Ein Funken Hoffnung. Nach dem Treffen mit der Organisation beginnt Albertine, sich optimistischer zu fühlen. Sie hat nun eine Liste mit möglichen Arbeitsstellen und Kontakten, die sie versuchen kann. Jeden Tag steht sie früh auf und geht von Ort zu Ort in der Hoffnung, eine Arbeit zu finden. Sie merkt, dass es immer noch herausfordernd ist, aber sie gibt nicht auf. Eines Tages bekommt sie die Gelegenheit, in einem kleinen Laden zu arbeiten. Die Ladenbesitzerin ist eine ältere Dame, die Hilfe braucht, um den Laden sauber und ordentlich zu halten. Die Arbeit ist einfach, aber sie bringt ihr ein stabiles Einkommen, etwas, das sie lange nicht hatte. Albertine ist dankbar für die Gelegenheit und gibt ihr Bestes bei der Arbeit. Sie bekommt positives Feedback von der Ladenbesitzerin, die ihren Einsatz schätzt. Zum ersten Mal seit langem fühlt Albertine eine Art Sicherheit in ihrem Alltag. Obwohl der Lohn niedrig ist, bedeutet es ihr viel, jeden Tag einen festen Ort zu haben, an den sie gehen kann. Sie beginnt von einer Zukunft zu träumen, in der sie ohne Angst vor dem morgigen Tag leben kann. Nach den Arbeitszeiten im Laden geht sie oft in der Stadt umher und denkt über alles nach, was sie erlebt hat. Sie schaut auf die Menschen um sich herum und hat das Gefühl, auch ihren Platz gefunden zu haben. Albertine weiß, dass es noch ein langer Weg ist, aber sie spürt einen kleinen Funken Hoffnung. Sie beginnt zu glauben, dass es möglich ist, ein gutes Leben zu führen, solange sie an sich selbst glaubt und nicht aufgibt. Dieser Funken Hoffnung gibt ihr die Kraft weiterzumachen, und sie beschließt, ihr Bestes zu geben.
Kapitel 8 – Neue Herausforderungen. Albertine beginnt, sich an ihr neues Leben und ihre Arbeit im Laden zu gewöhnen. Sie spürt eine Art Stabilität, die sie noch nie zuvor hatte, aber sie weiß auch, dass sie weiterhin vorsichtig sein muss. Eines Tages, als sie auf dem Heimweg vom Laden ist, trifft sie erneut auf den Polizisten Bagle. Er sieht sie und kommt herüber, um zu sprechen. Albertine fühlt sich unwohl und versucht, ihm auszuweichen, aber er besteht darauf, sie zu begleiten. Bagle fragt, wie es ihr geht, und er wirkt freundlich, aber Albertine merkt, dass er immer noch eine Macht über sie hat, die ihr nicht gefällt. Er deutet an, dass er ihr weiterhin helfen könne, wenn sie nur das täte, was er sagt. Albertine spürt, wie die Angst zurückkehrt, aber sie entscheidet sich, dagegen anzukämpfen. Sie dankt ihm höflich, macht jedoch klar, dass sie keine Hilfe braucht. Sie sagt, dass sie jetzt eine Arbeit hat und alleine zurechtkommt. Bagle wird irritiert und sagt, dass sie nicht vergessen sollte, wer er ist und was er tun kann. Albertine fühlt sich bedroht, aber sie bleibt bei ihrer Entscheidung. Als sie nach Hause kommt, denkt sie über das Treffen mit Bagle nach und erkennt, wie viel Stärke sie gewonnen hat. Sie ist stolz auf sich selbst, dass sie Nein gesagt hat, auch wenn sie Angst hatte. Diese Erfahrung gibt ihr neuen Glauben daran, dass sie dem Druck widerstehen und ihren eigenen Weg wählen kann. Obwohl sie weiß, dass noch weitere Herausforderungen kommen können, fühlt sie sich stärker als zuvor. Albertine beschließt, die Angst nicht über ihr Leben bestimmen zu lassen. Sie will weiterhin ihre eigene Zukunft aufbauen, egal, was andere sagen oder tun mögen. Kapitel 9 – Albertine findet Gemeinschaft. Nach der Begegnung mit Bagle fühlt sich Albertine entschlossener denn je, es alleine zu schaffen. Sie arbeitet weiterhin hart im Laden und beginnt, ein kleines Netzwerk von Menschen aufzubauen, die sie unterstützen. Unter den Kunden im Laden sind einige Stammkunden, die sie nach und nach kennenlernt. Sie sind freundlich und unterhalten sich gern mit ihr, und Albertine beginnt, sich gesehen und akzeptiert zu fühlen. Eines Tages erzählt ihr eine der Frauen, die sie kennengelernt hat, von einem Treffpunkt für arbeitende Frauen. Dort können sie Erfahrungen teilen, sich gegenseitig unterstützen und über die Herausforderungen des Alltags sprechen. Albertine wird neugierig. Nach einigen Tagen beschließt sie, den Ort zu besuchen. Sie ist nervös, aber wird von den anderen Frauen dort herzlich empfangen. Sie teilen ihre Geschichten, und Albertine hört, wie sie dem Druck standgehalten und ihre eigene Stärke gefunden haben. Sie erkennt, dass sie nicht allein ist im Kampf für ein würdevolles Leben. Es gibt andere Frauen, die die gleichen Herausforderungen wie sie erlebt haben, und sie haben es geschafft, etwas Positives gemeinsam aufzubauen. Diese Gemeinschaft gibt Albertine neuen Mut und Inspiration. Zum ersten Mal seit langem fühlt sie eine tiefe Verbundenheit mit anderen. Sie beginnt, sich eine Zukunft vorzustellen, in der sie nicht nur für sich selbst kämpft, sondern auch andere Frauen unterstützt. Albertine erkennt, dass sie gemeinsam stärker sein können als allein. Sie geht an diesem Abend nach Hause mit einem neuen Glauben an sich selbst und dem Bewusstsein,
dass sie Teil von etwas Größerem ist. Jetzt weiß sie, dass sie Unterstützung um sich hat, und das gibt ihr ein Gefühl von Sicherheit und Hoffnung. Kapitel 10 – Die Begegnung mit Wagle. Eines Abends geht Albertine von der Arbeit nach Hause. Sie merkt, dass ihr jemand folgt. Sie dreht sich um und sieht den Polizisten Wagle. Er lächelt sie an und kommt näher. Albertine wird nervös, aber sie versucht, höflich und ruhig zu bleiben. Sie hofft, dass er bald weitergeht. Wagle beginnt, mit ihr zu sprechen. Er sagt, dass er ihr helfen kann, wenn sie tut, was er will. Albertine bekommt Angst. Jetzt versteht sie, was er meint. Er will etwas von ihr und nutzt seine Macht als Polizist, um sie unter Druck zu setzen. Albertine versucht, Nein zu sagen, aber Wagle packt sie und zeigt ihr, dass sie keine Wahl hat. Sie fühlt sich gefangen und machtlos. Sie weiß, dass er viel Macht in der Stadt hat. Er kann ihr Leben zerstören, wenn sie nicht tut, was er sagt. Sie ist allein und hat niemanden, der sie beschützen kann. Als Albertine endlich nach Hause kommt, ist sie traurig und voller Scham. Sie fühlt, dass Wagle ihr etwas genommen hat, das sie nicht zurückbekommen kann. Sie sieht, dass ihr Leben dunkler und schwieriger geworden ist. Sie denkt an alle Träume, die sie von einem besseren Leben hatte. Jetzt erscheinen sie sehr weit entfernt. An diesem Abend versteht Albertine, dass das Leben in Christiania hart ist für eine Frau ohne Geld und ohne Hilfe. Sie muss tun, was nötig ist, um zu überleben, auch wenn es bedeutet, ein Leben zu führen, das sie nicht will. Kapitel 11 – Ein neues Leben. Nach der Begegnung mit Wagle fühlt Albertine, dass sich ihr Leben völlig verändert hat. Sie geht mit einem schweren Gefühl durch die Straßen Christianias. Die Leute schauen sie anders an, mit Blicken, die wenig Respekt zeigen. Sie weiß, dass sie als eine andere Art von Frau sehen, eine, die nicht denselben Wert hat. Albertine versucht, ihren Alltag fortzusetzen, aber sie fühlt sich allein. Ihre alten Freunde haben sich zurückgezogen. Sie möchten nicht mehr mit ihr gesehen werden. Sie versteht jetzt, dass es schwierig sein wird, ein ehrliches und gutes Leben in Christiania zu führen. Die Stadt hat sie gebrandmarkt, und sie kann dem nicht entkommen. Eines Tages trifft sie eine andere Frau, Lise, die ebenfalls ein schweres Leben hatte. Lise versteht Albertine. Die beiden Frauen sprechen miteinander und teilen ihre Geschichten. Albertine fühlt sich ein wenig weniger allein. Sie merkt, dass auch Lise Dinge tun musste, die sie nicht wollte, nur um zu überleben. Lise erzählt Albertine, dass es in der Stadt Orte gibt, an denen Frauen wie sie Sicherheit finden können. Sie zeigt ihr einen Weg durch Christianias Hintergassen, der sicherer ist. Albertine fühlt Dankbarkeit und eine kleine Erleichterung. Zum ersten Mal seit langem hat sie eine Freundin, auf die sie sich verlassen kann. Mit Lises Hilfe beginnt Albertine zu lernen, wie sie in der Stadt überleben kann, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Zusammen passen sie aufeinander auf und versuchen, kleine Freuden im Alltag zu finden. Albertine versteht, dass sie sich an dieses neue Leben anpassen muss,
aber sie ist nicht mehr ganz allein. Kapitel 12 – Ein Plan für Sicherheit. Albertine und Lise treffen sich oft. Sie sind gute Freundinnen geworden und passen aufeinander auf. Lise ist erfahrener und kennt die Straßen Christianias gut. Sie zeigt Albertine, wo es am sichersten ist zu gehen und welche Orte sie meiden sollte. Albertine fühlt sich ein wenig sicherer, wenn sie mit Lise zusammen ist. Eines Abends schlägt Lise vor, dass sie gemeinsam versuchen könnten, Arbeit zu finden, die ihnen etwas Freiheit gibt. Sie wissen, dass es schwer sein wird, aber beide sind es leid, von Männern abhängig zu sein, die sie ausnutzen. Albertine freut sich über diese Idee. Es fühlt sich gut an, einen Plan und eine Hoffnung auf einen besseren Alltag zu haben. Sie beschließen, einfache Produkte wie Kleidung und Taschentücher herzustellen und zu verkaufen. Albertine kann nähen, und Lise hat Kontakte, die ihnen beim Verkauf der Waren helfen können. Gemeinsam arbeiten sie abends und stellen Dinge her, die sie verkaufen können. Albertine spürt einen kleinen Stolz, wenn sie sieht, was sie geschaffen haben. Die Tage vergehen, und sie verkaufen einige Waren. Das Geld, das sie verdienen, ist nicht viel, aber es gibt ihnen beiden ein Gefühl von Würde. Sie sind nicht mehr so abhängig von anderen und haben Kontrolle über etwas in ihrem eigenen Leben. Albertine fühlt eine kleine Hoffnung, dass dies der Beginn einer neuen und besseren Zukunft sein könnte. Lise und Albertine unterstützen sich weiterhin gegenseitig. Sie wissen, dass das Leben immer noch schwierig ist, aber jetzt haben sie einen Plan und eine Gemeinschaft. Gemeinsam wollen sie versuchen, eine bessere Zukunft aufzubauen, auch wenn der Weg dorthin lang ist. Kapitel 13 – Ein schwieriger Tag. Eines Tages erhält Albertine eine schlechte Nachricht. Der Laden, in dem sie Stoff und Materialien kauft, hat die Preise erhöht. Das bedeutet, dass es für sie und Lise teurer wird, die Waren herzustellen, die sie verkaufen. Albertine fühlt sich entmutigt. Sie weiß, dass sie bereits wenig verdienen, und dies macht es noch schwieriger. Lise sieht ebenfalls besorgt aus, versucht aber, Albertine aufzumuntern. Sie sagt, dass sie kreativ sein und andere Lösungen finden müssen. Vielleicht könnten sie Materialien an einem anderen Ort kaufen oder alte Kleidung verwenden, um neue Dinge herzustellen. Albertine gefällt diese Idee, und sie beschließen, es zu versuchen. Sie gehen gemeinsam zu einem Markt auf der anderen Seite der Stadt. Dort finden sie einen Stand, der gebrauchte Kleidung zu einem günstigen Preis verkauft. Albertine sieht sofort mehrere Kleidungsstücke, die sie umnähen und in etwas Neues verwandeln kann. Lise kauft ein paar Schals, die sie verschönern und verkaufen können. Beide fühlen sich etwas besser, als sie sehen, dass es Lösungen gibt. Albertine und Lise arbeiten bis spät in die Nacht daran, neue Waren herzustellen. Sie nähen, schneiden und passen die gekauften Kleidungsstücke an. Als sie fertig sind, schauen sie auf alles, was sie geschaffen haben, und fühlen sich stolz. Sie wissen, dass es hart ist, aber jetzt haben sie gelernt, dass sie Lösungen finden können, selbst wenn es schwierig aussieht. Dieser Tag erinnert Albertine daran, dass das Leben nicht immer wie geplant verläuft.
Aber sie fühlt sich stärker, wenn sie sieht, dass sie und Lise es gemeinsam schaffen können. Gemeinsam haben sie gelernt, eine Herausforderung zu überwinden, und sie wissen, dass sie auch in Zukunft weiteren Herausforderungen begegnen können. Kapitel 14 – Ein kleiner Erfolg. Albertine und Lise arbeiten weiterhin hart. Sie nähen und stellen jeden Abend Waren her und finden mehrere Wege, Geld zu sparen. Nach ein paar Wochen beschließen sie, ihre Waren auf einem Markt zu verkaufen. Sie haben genug Produkte hergestellt, um einen kleinen Tisch zu füllen. Der Markttag kommt, und beide sind nervös. Sie haben noch nie auf einem Markt verkauft, aber sie hoffen, dass den Leuten gefällt, was sie gemacht haben. Albertine und Lise richten ihren Tisch mit Kleidung, Schals und Taschentüchern ein, die sie aus alten Kleidungsstücken hergestellt haben. Sie versuchen, es schön und einladend zu gestalten. Bald kommen die ersten Kunden und betrachten neugierig die Waren. Albertine lächelt und zeigt ihnen, was sie haben. Eine ältere Frau kauft einen Schal, und eine Mutter mit ihrer Tochter kauft ein kleines Kleid. Albertine empfindet große Freude, als sie sieht, dass den Kunden gefällt, was sie gemacht haben. Stunden vergehen, und sie verkaufen mehrere Dinge. Das Geld, das sie verdienen, ist nicht viel, aber es reicht, um ihnen ein wenig Hoffnung zu geben. Albertine und Lise schauen sich mit einem Lächeln an. Sie haben es geschafft, etwas alleine zu erreichen, und das gibt ihnen ein Gefühl des Stolzes. Als der Markt vorbei ist, zählen sie das Geld und schauen, was sie noch an Waren übrig haben. Sie haben viel mehr verkauft, als sie dachten, und das gibt ihnen neue Motivation. Sie beschließen, weiterzumachen und vielleicht beim nächsten Markt etwas zu erweitern. Dieser Tag wird ein wichtiger Moment für Albertine und Lise. Sie sehen, dass es möglich ist, alleine zurechtzukommen, auch wenn der Weg schwierig ist. Zum ersten Mal seit langem spürt Albertine eine kleine Hoffnung auf eine Zukunft mit mehr Freiheit und Würde. Kapitel 15 – Herausforderungen und Unterstützung. Nach dem Erfolg auf dem Markt fühlen sich Albertine und Lise optimistischer. Sie beschließen, mehr Waren herzustellen und erneut auf dem Markt zu verkaufen. Doch es läuft nicht immer wie geplant. Einige Tage später erfahren sie, dass es schwieriger wird, einen Platz auf dem Markt zu bekommen. Es gibt viele, die verkaufen wollen, und sie müssen um die Plätze kämpfen. Albertine ist enttäuscht, aber Lise versucht, sie zu ermutigen. Sie beschließen, sich neue Ideen zu überlegen. Lise schlägt vor, dass sie versuchen könnten, ihre Waren an einige kleine Geschäfte in der Stadt zu verkaufen. Vielleicht könnten die Geschäfte einige ihrer Produkte ins Sortiment aufnehmen. Albertine gefällt die Idee, aber sie ist unsicher, ob sie es schaffen werden. Sie nehmen einige der schönsten Waren, die sie hergestellt haben, und gehen zu verschiedenen Geschäften. Viele Orte sagen Nein, aber schließlich treffen sie eine ältere Dame, die einen kleinen Bekleidungsladen betreibt. Sie mag ihre Waren und sagt, dass sie versuchen kann, einige davon in ihrem Geschäft zu verkaufen. Albertine und Lise fühlen eine große Erleichterung und danken der Dame für die Möglichkeit. Sie liefern einige der Waren und erhalten eine kleine Vorauszahlung. Auch wenn sie nicht viel verdienen,
gibt es ihnen beiden ein Gefühl der Hoffnung. Sie haben einen neuen Weg gefunden, zu verkaufen, und sie haben das Gefühl, etwas mehr Kontrolle über die Situation zu haben. Auf dem Heimweg sprechen sie über die Zukunft. Sie wissen, dass das Leben immer noch hart ist, aber jetzt haben sie das Gefühl, dass sie es schaffen können. Albertine ist dankbar, dass sie Lise an ihrer Seite hat. Gemeinsam haben sie die Kraft gefunden, weiterzumachen, und sie hoffen, dass dies nur der Anfang von etwas Besserem ist. Kapitel 16 – Eine neue Möglichkeit. Nachdem Albertine und Lise ihre Waren in einem kleinen Laden untergebracht haben, beginnen sie, über neue Ideen nachzudenken. Sie möchten etwas Einzigartiges schaffen, das mehr Kunden anzieht. Eines Abends sitzen sie zusammen und sprechen darüber, was sie anders machen könnten. Lise schlägt vor, dass sie besondere Schals mit bunten Mustern herstellen könnten, die sich von anderen Produkten abheben. Albertine gefällt die Idee. Sie beschließen, es zu versuchen, und am nächsten Tag gehen sie auf den Markt, um Stoffe in kräftigen, schönen Farben zu kaufen. Sie verbringen mehrere Abende damit, die Schals herzustellen, und beide sind mit dem Ergebnis zufrieden. Als sie die bunten Schals zusammen sehen, haben sie das Gefühl, dass sie etwas Neues und Besonderes geschaffen haben. Sie bringen die Schals zu dem Laden, in dem die ältere Dame arbeitet. Die Dame mag die Schals und sagt, dass sie versuchen kann, sie zu verkaufen. Albertine und Lise hoffen, dass diese Schals beliebt werden und ihnen helfen können, ein wenig mehr Geld zu verdienen. Das gibt ihnen neue Motivation, und sie beschließen, weitere Produkte im gleichen Stil herzustellen. Nach ein paar Tagen erhalten sie gute Nachrichten von der Dame im Laden. Mehrere Kunden haben die Schals gekauft, und einige haben sogar gefragt, ob der Laden mehr davon bekommen kann. Albertine und Lise freuen sich sehr. Dies gibt ihnen den Glauben, dass sie es schaffen können, ein besseres Leben für sich selbst zu schaffen. Mit diesem Erfolg fühlen Albertine und Lise, dass sie ihren eigenen Weg gefunden haben. Sie wissen, dass das Leben weiterhin Herausforderungen mit sich bringen wird, aber jetzt haben sie etwas, wofür sie arbeiten können. Zum ersten Mal seit langem fühlt Albertine Hoffnung und Glauben an die Zukunft. Kapitel 17 – Ein größerer Traum. Albertine und Lise stellen weiterhin ihre bunten Schals her. Sie bemerken, dass sie mehr Kunden bekommen und ein wenig mehr Geld verdienen als zuvor. Zum ersten Mal beginnen sie, größer zu denken. Vielleicht können sie mehr tun, als nur in einem kleinen Laden zu verkaufen. Eines Abends sprechen sie über die Möglichkeit, ihren eigenen kleinen Stand auf dem Markt zu eröffnen. Albertine ist aufgeregt bei diesem Gedanken. Sie weiß, dass es harte Arbeit sein wird, aber ihr gefällt der Gedanke, etwas Eigenes zu haben. Sie beschließen, Geld zu sparen, um einen eigenen Platz auf dem Markt zu mieten. Jeden Abend arbeiten sie bis spät, um genügend Waren herzustellen, und sie sparen weiterhin so viel wie möglich. Nach ein paar Wochen haben sie genug Geld gesammelt, um einen kleinen Stand auf dem Markt zu mieten. Sie verbringen einen ganzen Tag damit, den Stand aufzubauen und schön zu gestalten. Sie hängen ihre Schals in verschiedenen Farben auf, ordnen alles ordentlich und sorgen dafür,
dass es einladend aussieht. Als der Markt öffnet, fühlen sie beide eine Mischung aus Nervosität und Aufregung. Kunden beginnen zu kommen, und viele bleiben stehen, um die Schals anzuschauen. Einer nach dem anderen kauft ihre Waren, und Albertine und Lise lächeln breit. Sie haben etwas geschaffen, das den Leuten gefällt, und jetzt haben sie ihren eigenen Platz auf dem Markt. Der Tag vergeht schnell, und als der Markt schließt, zählen sie das Geld, das sie verdient haben. Es ist mehr, als sie erwartet hatten, und beide sind sehr zufrieden. Dieser Tag zeigt ihnen, dass sie es alleine schaffen können und dass ihr Traum Wirklichkeit werden kann. Albertine empfindet eine tiefe Freude und Dankbarkeit. Zum ersten Mal seit langem hat sie das Gefühl, die Kontrolle über ihr eigenes Leben zu haben. Sie sieht eine Zukunft vor sich, eine Zukunft, in der sie auf eigenen Beinen stehen und stolz auf das sein kann, was sie tut. Sie und Lise beschließen, auf diesem Erfolg weiter aufzubauen und hart zu arbeiten, um ihre Ziele zu erreichen. Kapitel 18 – Eine Herausforderung auf dem Markt. Albertine und Lise haben jetzt ihren eigenen Stand auf dem Markt und arbeiten hart daran, ihre bunten Schals und andere Waren zu verkaufen. Jeden Tag bekommen sie mehr Kunden, und sie werden bei den Leuten in der Umgebung bekannt. Doch eines Tages stehen sie vor einer neuen Herausforderung. Ein anderer Verkäufer, ein Mann, der ebenfalls Schals und Kleidung verkauft, beginnt, sich über sie zu beschweren. Er meint, dass sie ihm seine Kunden wegnehmen. Albertine ist zunächst verwirrt und versucht zu erklären, dass sie nur ihre eigenen Waren verkaufen. Doch der Mann ist wütend und sagt, dass sie es ihm schwer machen, Geld zu verdienen. Lise ist aufgebracht, aber Albertine versucht, sie zu beruhigen. Sie beschließen, sich von dem Mann nicht einschüchtern zu lassen. Sie haben hart gearbeitet, um dahin zu kommen, wo sie jetzt sind, und sie wollen jetzt nicht aufgeben. Am nächsten Tag setzt der Mann seine Beschwerden fort und versucht, sie dazu zu bringen, ihren Stand zu verlegen. Albertine und Lise sprechen mit dem Marktleiter, der ihnen versichert, dass sie dort sein dürfen. Er sagt ihnen, dass sie sich keine Sorgen machen sollen und einfach weiterarbeiten können. Albertine fühlt sich erleichtert, merkt aber auch, dass diese Erfahrung sie stärker gemacht hat. Sie hat gelernt, dass sie für sich selbst einstehen muss und sich nicht von anderen einschüchtern lassen darf. Zusammen mit Lise konzentriert sie sich weiterhin auf ihre Waren und Kunden. Nach ein paar Wochen hört der Mann auf, sie zu belästigen, und ihre Kunden werden immer mehr. Die Leute beginnen, sie zu erkennen und sprechen positiv über die schönen Schals. Albertine und Lise sind stolz auf das, was sie erreicht haben. Sie haben eine schwierige Situation überwunden und sich selbst bewiesen, dass sie in einer wettbewerbsorientierten Welt bestehen können. Kapitel 19 – Eine neue Idee. Albertine und Lise sind mittlerweile feste Verkäuferinnen auf dem Markt, und ihre Kunden kommen immer wieder zurück. Eines Tages, während sie nach einem arbeitsreichen Tag zusammenpacken, hat Albertine eine neue Idee. Sie denkt, dass sie vielleicht erweitern und weitere Produkte herstellen könnten, die zu den Schals passen. Zum Beispiel kleine Taschen oder Haarbänder. Sie teilt die Idee mit Lise, und Lise gefällt der Gedanke sofort.
Sie beschließen, diese neue Idee auszuprobieren. Am nächsten Tag gehen sie über den Markt und suchen nach Stoffen und Materialien, die sie verwenden können. Sie finden bunte Stoffe, die gut zu ihren Schals passen. Sie kaufen etwas Stoff und nehmen ihn mit nach Hause, um einige Proben herzustellen. Beide sind gespannt, wie die neuen Produkte aussehen werden. Am Abend setzen sie sich zusammen, um die ersten Taschen und Haarbänder zu nähen. Es dauert seine Zeit, aber sie helfen einander, und nach ein paar Stunden haben sie einige schöne Produkte hergestellt, auf die sie stolz sind. Sie legen sie zu den Schals und sehen, wie gut alles zusammenpasst. Jetzt haben sie ein komplettes Set, das sie verkaufen können. Als sie die neuen Produkte mit auf den Markt nehmen, werden die Kunden neugierig. Mehrere Kunden fragen, ob sie ein komplettes Set mit Schal, Tasche und passendem Haarband kaufen können. Albertine und Lise freuen sich und sehen, dass die Idee ein Erfolg war. Den Kunden gefällt die neue Auswahl, und sie verdienen ein wenig mehr als zuvor. Dieser neue Erfolg gibt ihnen beiden mehr Selbstvertrauen. Albertine sieht, dass sie es alleine schaffen können, und sie beginnt zu glauben, dass sie vielleicht einen festen Platz auf dem Markt bekommen könnten. Vielleicht könnten sie eines Tages einen eigenen kleinen Laden eröffnen. Sie und Lise versprechen einander, weiterhin hart zu arbeiten und sich gegenseitig zu unterstützen. Zum ersten Mal seit langem empfindet Albertine ein starkes Gefühl der Hoffnung. Sie sieht, dass sich das Leben ändern kann und dass sie und Lise gemeinsam etwas schaffen können. Sie lächeln sich an und gehen an diesem Abend nach Hause, bereit, weiter an ihrem Traum zu arbeiten. Kapitel 20 – Ein neuer Anfang. Albertine und Lise arbeiten weiterhin hart, und ihre Produkte verkaufen sich gut auf dem Markt. Sie haben Stammkunden gewonnen, und viele erkennen sie als die Damen mit den bunten Schals und Taschen. Jeden Tag haben sie das Gefühl, ihrem Traum von einer besseren Zukunft näher zu kommen. Nach und nach gelingt es ihnen, etwas Geld zu sparen, und der Gedanke an einen eigenen Laden wird immer stärker. Eines Tages hören sie von einem kleinen Laden, der leer steht. Er liegt nicht weit vom Markt entfernt, und die Miete ist niedrig genug, dass sie es vielleicht schaffen könnten. Albertine und Lise gehen, um sich den Laden anzusehen. Obwohl er klein und etwas heruntergekommen ist, sehen beide das Potenzial. Sie können sich schon vorstellen, wie sie den Laden mit ihren Schals und Taschen gestalten können. Dies könnte ihre Chance sein, etwas Eigenes zu haben. Sie beschließen, die Gelegenheit zu nutzen und den Laden zu mieten. Sie verwenden das gesparte Geld, um die erste Miete zu zahlen, und mit Hilfe von Freunden und Familie renovieren sie den Laden. Sie streichen die Wände, stellen Regale auf und arrangieren Tische für ihre Waren. Es dauert seine Zeit und erfordert harte Arbeit, aber als sie fertig sind, empfinden sie großen Stolz auf das, was sie geschaffen haben. Am Eröffnungstag kommen mehrere Kunden vom Markt, um sie zu unterstützen. Einige kaufen Schals, andere Taschen, und alle wünschen ihnen viel Glück mit dem neuen Laden. Albertine schaut sich um und fühlt große Freude und Dankbarkeit. Sie und Lise haben es geschafft, sie haben etwas Eigenes aufgebaut. Dieser Laden markiert einen neuen Anfang für Albertine.
Sie blickt nach vorne und fühlt, dass sie die Kontrolle über ihr Leben hat. Sie ist weit gekommen, seit sie erstmals auf dem Markt begonnen hat, und jetzt hat sie eine stabile Zukunft vor sich. Zusammen mit Lise hat sie etwas erreicht, was sie nie für möglich gehalten hätte. Albertine weiß, dass noch Herausforderungen kommen werden, aber sie ist bereit, ihnen zu begegnen. Sie hat die Stärke in sich selbst gefunden und hat Lise an ihrer Seite. Gemeinsam haben sie ein neues Leben aufgebaut, und zum ersten Mal seit langem sieht Albertine eine helle Zukunft vor sich.